herzlich willkommen in Ostgrönland. Guten Morgen, es ist jetzt 8 Uhr. Ich habe echt miserabel geschlafen und hier ist es echt kalt, aber sobald der Wind nachlässt, wie morgens, ist es im Schlafsack auf einmal viel zu warm. Ich stehe jetzt auf, werde was frühstücken und dann Zeug zusammenpacken. Ja, zusätzlich zu unseren persönlichen Lebensmittelvorräten, die beträchtlich sind, müssen wir das hier auch noch alles einpacken und verteilen. Genau wie die ganzen Kochutensilien. Das sind nochmal pro Person, schätze ich, 2 bis 3 Kilo mehr. Ist alles verstaut. Ist jetzt kurz vor 10. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Dat is actually building a for the bike. Yeah, it's actually the sort of reserved for bathing. Wir nähern uns jetzt der Küste und das Wetter hat soweit gehalten, ist immer noch sonnig und mittlerweile ziemlich warm. Der Eisschild kommt jetzt langsam in Sicht, ist noch vielleicht 2 Kilometer bis zu unserem Lagerplatz und das ist ganz angenehm, weil ein kühler Wind von den Eisbergen auf dem Meer hier rüber weht und die Temperaturen unter der Sonne doch ziemlich erträglich macht zum Laufen.
kurz nach 3. Wir sind jetzt nach circa 5 Stunden, die wir relativ gemütlich gelaufen sind, an unserem Lagerplatz angekommen und wow, was für eine Aussicht. Fantastisches Wetter, strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, es ist warm und hinter uns ist das Eismeer und auf der anderen Seite das Tal, aus dem wir kamen mit den Bergen, ist einfach wunderschön hier. So, wir nutzen das super Wetter, um ein bisschen zu laden, zu waschen, uns zu waschen, die Sachen zu trocknen. Ist total super. Und die Wettervorhersage für morgen ist noch besser als heute. Also das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also man kann im Hintergrund so die Eisberge sehen und genauso fühlt sich das Wasser auch an. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen gewaschen, mich das erste Mal seit 6 Tagen auch. Das ist schon gut und in der Sonne lässt sich es aushalten. So, ganz neue Situation. Bis jetzt auf diesem Trek hatte ich eigentlich jetzt nie wirklich mal Zeit oder so, wo ich nichts zu tun hatte. Und jetzt habe ich frei, die Sonne scheint, es ist eine spektakuläre Aussicht. Ist echt super. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und diese Szenerie hier bestaunen. Also laufe ich noch ein bisschen rum und gucke, ob ich noch schönere Aussichten finde, noch tollere Fotos machen kann.
So, heute war Tag 6 unseres Treks. Wir sind heute Morgen da hinten gestartet, ungefähr 4,5 Gehstunden entfernt und haben uns dann mit dem doch sehr schweren Gepäck durch das recht unwegsame Gelände hierher bewegt. Und was für ein Kontrast. Also vorgestern war das Wetter so durchwachsen, regnerisch und auf dem Plateau in dem Tal hinter mir war es auch einfach extrem kalt, also gefühlt deutlich unter Null. Und dann sind wir heute gelaufen, das Wetter wurde immer besser, der Himmel klarte auf und als wir hier ankamen, so gegen 15:30 Uhr, da war der Himmel blau, komplett wolkenlos und es war echt warm. Hinter mir ist der Sermelik-Fjord und der ist gefüllt mit Eisbergen, soweit das Auge reicht. Es ist jetzt aktuell 20:15 Uhr. Ich gehe gleich ins Bett, weil ich um 1 Uhr die Eisbärwache habe. Größere Sorgen macht mir eher die Polarfüchse hier. Es gibt sehr viele Spuren und die kommen in den letzten Tagen immer häufiger ins Camp und versuchen irgendwas zu stehlen. Ja, sie sind zwar niedlich, aber es ist schon ein bisschen blöd, wenn die irgendeinen Ausrüstungsgegenstand nehmen und damit wegrennen. Genau. Vorhin war ich ein bisschen fischen an der Küste und bin mit der Drohne ein bisschen geflogen durch diese wirklich spektakuläre Eisbergwelt in dem Fjord hinter mir. Ich zeige es mal mit der Kamera. Also es ist wirklich, macht mich sprachlos, ja. Es ist wirklich super schön. Obwohl es schon so spät ist, ist immer noch Sonnenschein und kaum eine Wolke am Himmel zu sehen, was mir zugutekommt, weil ich einige Akkus laden muss und die letzten Tage so wenig Licht war, dass ich praktisch nicht laden konnte. Jetzt kühlt es auch langsam deutlich ab. Wenn man jetzt so ruhig steht und sich nicht bewegt, so gefühlt wahrscheinlich so knapp über dem Gefrierpunkt. Dazu geht so ein stetiger Wind. Aber das Licht ist schön und ich bin ein bisschen traurig, dass ich heute den Sonnenuntergang verpasse, aber ich muss mich mal hinlegen, bevor ich um 1 Uhr wieder Wache habe. So ist jetzt 1 Uhr nachts und meine nächste Eisbärwache bis um 2. Bislang war es ruhig, ist nichts aufgetaucht, auch kein Polarfuchs. Trotzdem sind die Vorräte immer an einem Ort zusammen, dass man die besser schützen kann. Der Fuchs nicht einfach irgendwas schnappen und weglaufen kann. Es ist schon eine unchristliche Zeit. Es ist jetzt 9 Uhr, wir haben alle unsere Sachen gepackt und machen uns jetzt auf den Weg.
super Wetter bislang. Die Wettervorhersage ist sehr optimistisch. Also heute warme Temperaturen, später im Tagesverlauf ein bisschen Wolken. Aber ansonsten recht warm mit 6 bis 8 Grad. Und es geht jetzt gleich da unten am Strand entlang und die Berge hoch Richtung Norden. Can we go down this way? Definitely some path. Thanks for the flagging the phone. Really reassuring to be someone that's kind of thinking about that line. So, nachdem die erste Passage unseres heutigen Trecks relativ schwierig war, also knapp 3 Stunden an der Küste entlang mit einigen Kletterpassagen über ziemlich steile Felsen, das mit viel Gepäck, entlang dieser fantastischen Eisfjord-Szenerie, soll jetzt der leichtere Part kommen. Es sind nochmal, 2,5 Stunden ungefähr. Das Wetter hat gehalten, das Terrain ist jetzt deutlich einfacher. Der Rucksack leider immer noch genauso schwer, aber das wird in den nächsten Tagen noch deutlich besser werden. Das Gewicht etwas abnimmt und ich mich mehr daran gewöhnt habe. Ansonsten, was soll man zur Landschaft sagen? Es ist absolut atemberaubend schön und ich könnte hier tagelang an der Küste sitzen und einfach nur den Eisbergen zusehen, wie sie hier zerbrechen. Man hört das oft, das ist wie so eine ferne Explosion, wenn hier ein großer Eisberg teilweise zerbricht oder umfällt. Teilweise laufen die hier auf Grund und überschlagen sich dann, fallen um. Wir sind jetzt knapp 5 Stunden unterwegs gewesen mit Pausen und sind jetzt gerade an unserem Lagerplatz angekommen. Morgen geht es in diese Richtung weiter und wir haben diese spektakuläre Aussicht direkt vor unseren Zelten. Das ist echt der Hammer. Das ist super, jetzt müssen wir nur noch Wasser finden, weil der kleine Fluss hier in der Nähe ist ausgetrocknet und wir haben relativ wenig übrig.
Da wir heute ein bisschen Freizeit haben, habe ich mir einen schönen Platz gesucht über dem Eisfjord, sehe den Eisbergen zu und genieße die Sonne. Wann hat man schon mal die Gelegenheit dazu? Traumhaft schön. Und das Eis bewegt sich. Also ich habe die Kamera eingestellt für so einen Timeshift und man sieht, dass die großen Eisberge in 20 Minuten irgendwie sicherlich mehr als 50 Meter den Fjord hinabwandern. Ja, mit dem Angeln vom Ufer hatte ich nicht sonderlich viel Glück auf diesem Trip. Also in den Flüssen konnte ich gar nichts fangen. Meine Vermutung ist, dass da kaum Fische leben, bis auf den arktischen Saibling, wenn er dann zum Laichen hochzieht. Und in den Fjorden war es immer so, dass das Wasser sehr flach ist, sandiger Untergrund und vielleicht so 1 Meter, 1,50 Meter tief. So ähnlich ist es hier auch. Erschwerend kommt hinzu, dass die Eisberge natürlich überall im Weg sind. Und vielleicht bin ich einfach an der falschen Stelle zur falschen Zeit oder habe die falsche Technik, den falschen Köder. Ich weiß es nicht. Ich hatte bis jetzt überhaupt keinen Fischkontakt. So, Zeit zum Abendessen. Ich habe keine Ahnung, was Kema Hühnercurry ist, aber die letzten Mahlzeiten waren so lala, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. So, heute war ein durchwachsener Tag. Wir sind heute Morgen gestartet, so gegen 9, bei bestem Wetter. Und das war auch ganz gut so, weil die nächsten Stunden sind wir dann mehr kletternd am Hang entlang, oberhalb des Meers entlang gewandert. Das ging eigentlich nur deswegen, weil das Wetter gut war. Wir hatten ziemlich viel Gepäck oder wir haben ziemlich viel Gepäck dabei. Ich hätte das nicht bei Regen machen wollen. Das war sehr, sehr anstrengend, mit über 30 Kilo dann da hoch runter zu klettern, seitwärts entlang. Es hat dann doch alles gut funktioniert. Niemand hat sich ernsthaft verletzt. Und wir sind dann so nach etwa 5 Stunden hier zu dem fantastischen Lagerplatz gekommen mit dieser absolut beeindruckenden Aussicht. Hatten dann noch einen halben Tag Zeit hier und konnten uns hier frei beschäftigen, erholen. Das ist echt schön. Morgen geht es in diese Richtung weiter. Und wir queren dann eine große Gletschermoräne, müssen einen relativ breiten Gletscherfluss durchqueren und ein bisschen weiterlaufen als heute. Ja, das ist dann auch der letzte Aufenthalt hier am Eisfjord. Danach biegen wir quasi nach rechts ab in ein Tal und bewegen uns in diesem Tal dann die nächsten Tage lang bis zur Küste auf der anderen Seite, wo unser Pick-up-Point ist, quasi das Ende des Trecks. Bis dahin ist allerdings noch etwas Zeit. Es ist kurz nach 2 Uhr.
Ich habe wieder Eisbärwache. Der Himmel ist sternenklar. Es ist sehr kalt und vollkommen ruhig. Die restlichen Wachen vor mir haben jetzt auch nichts berichtet. Heute bis 3 Uhr, morgen dann von 3 bis 4 Uhr Wache. Ungefähr 7:30, bin gerade aufgestanden, frühstücke was und packe mein Zeug zusammen. Und dann geht es heute weiter. Erstmal berghoch. Wir werden hinten an dem Gletscher entlang durch den Fluss und weiter die Küste nach Norden. Hoffentlich bleibt das Wetter so, wie es die letzten 2 Tage war. Das wäre ganz gut. Section of the slow moraines. So I think the important thing on the slow moraines is there will be at one point we'll just have a line just going through, because it's really important on moraines of anything's dropping down that people are out the firing line. So we will maybe go in a bit of a single file and keeping that kind of one behind each other, unless we're going up where we may just have to step out the way until people are clear of that zone. Yeah, on the moraine. Sorry? Did you find a trail across there? Eisberg. So, wir haben jetzt die erste Moräne überquert und befinden uns jetzt am Delta des Flusses, der hier vom Gletscher entspringt. Und hier ist alles gefroren, es ist gerade Ebbe. Und das Fantastische ist, als wäre man in so einer Kunstausstellung, in der Galerie. Der Boden ist gefroren und um uns herum sind große Eisberge, die periodisch zerbrechen aufgrund der Temperaturen und weil sie außer Gleichgewicht geraten, wenn sie hier liegen.
iceberg. Yes. And then we'll be able to get around this rock promontory. Okay. again. Sehr erfrischend. Now let's get deeper. Whoa. Okay. Stay closer to the shore. It's getting deeper here. Oh, here it's getting deep. At least until my knee. Oh, it gets even deeper. It gets even deeper here. Yes. Okay, we're gonna have to probably go around and go on to Vom Warten durch das Eis.
So, wir sind jetzt gerade knapp 150 Meter aufgestiegen in, keine Ahnung, 15 Minuten oder so. Mit den schweren Rucksäcken, das war ein ganz schöner Kraftakt. Das ist ziemlich steil. Aber an der Küste sind wir nicht weitergekommen. Wir bewegen uns jetzt entlang dieser Küstenlinie weiter. Haben jetzt circa die Hälfte des Weges geschafft und es ist 12:50 Uhr. Also schätzungsweise 3,5 Stunden werden wir noch brauchen. Wir sind jetzt seit circa 6,5 Stunden unterwegs und haben es nicht besonders weit geschafft, weil das Terrain heute wirklich schwierig ist. Viele Moränen zu queren, viele Felder mit losen Steinen, losem Geröll, dann wieder mehrere Flüsse zu durchqueren und viele Anstiege und Abstiege. Insgesamt sind es jetzt noch circa 2 Kilometer bis zu unserem Ziel. Das wird uns sicherlich eine Stunde oder anderthalb mindestens kosten, bis wir da sind. Es ist jetzt aktuell 3:30 und heute ist auch unser letzter Tag hier an der Küste. Danach bewegen wir uns landeinwärts und durchqueren quasi das Land und gehen auf die andere Seite. Ja, wettertechnisch ist wie immer super, zumindest wie in meinen letzten Tagen super. Irgendwie klappt es heute auch mit dem Gepäck besser, obwohl ich nicht wirklich weniger habe. I reckon that's the shoulder that we're heading for, so we're going to have to go up here and then... Ja, die Stimmung ist euphorisch und ausgelassen, weil wir jetzt nach etwas mehr als 8 Stunden und ungefähr 1,5 Kilometern pro Stunde endlich unseren Lagerplatz hier erreicht haben. Es ist jetzt 17:16 Uhr, die Sonne steht schon ordentlich tief. Wir können hier leider den Fjord nicht mehr richtig einsehen, aber das Tal, in das wir morgen weiter wandern werden, liegt hier vor uns und ist wunderschön. Das Wetter hat gehalten, perfekt. Wir bauen jetzt die Zelte auf, machen was zu essen und meine Wache beginnt um 3 Uhr heute Nacht. Ich will nochmal zum Fjord gehen und ein bisschen die Drohne nach vorne fliegen, ein paar Fotos machen.
Der Tag neigt sich dem Ende zu. Das war jetzt Tag 8. Wir entfernen uns jetzt vom Eisfjord und machen uns morgen auf den Weg in dieses Tal, wo wir die nächsten Tage verbringen werden. Und auf der anderen Seite des Tals ist wieder eine Küste. Da werden wir dann letztendlich in 4 Tagen abgeholt. Das Wetter ist super geblieben. Heute der Trek war ganz schön anstrengend. Also wir waren knapp 8 Stunden unterwegs für irgendwie lächerliche 12 Kilometer oder knapp mehr. Gut 1 Stunde Mittagspause gemacht, aber trotzdem, das Gelände war sehr, sehr schwierig zu gehen. Viele steile Anstiege und Abstiege, völlig weglos und lange an der Küste entlang marschiert, rutschige Felsen, Eis, Flussdurchquerungen. Also im Großen und Ganzen war das, glaube ich, heute so der anstrengendste Tag bis jetzt. Hat aber alles gut geklappt, niemand hat sich irgendwie ernstlich verletzt. Mir geht's gut soweit, ich fühle mich eigentlich ganz fit. Und wir genießen hier so die letzten Sonnenstrahlen